Ja, ich habe soeben Porto erreicht und befinde mich gerade irgendwo zwischen Flughafen und der Kathedrale. Und das ist auch mein erstes Ziel. Da gehe ich jetzt erstmal hin und dann werde ich mal schauen, ob ich da auch meine Kredenzial kriege. Wie schön ist Porto nur. Guckt euch das an. Eine fantastische Aussicht von hier und ich stehe gerade unmittelbar vor der Kathedrale. Und habe mir gerade meine ersten Stempel geholt und meine Kredenzial. Ja, und jetzt kann das ganze Abenteuer wohl auch losgehen. Es sind so 6 Kilometer bis zur ersten Herberge, wo ich heute übernachten werde. Also ein kleiner Spaziergang. Und dann morgen geht es dann richtig los und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich befinde mich gerade in Matosinhos, einem Vorort, einem Teil von Porto. Ich stehe hier gerade am Strand in Nähe des Hafens und begehe gerade meine allerersten Schritte auf dem Camino dieses Jahr. Denn bisher bin ich immer nur kreuz und quer durch Porto gelaufen, habe bisher aber noch keinen einzigen gelben Pfahl gesehen. Aber ich glaube, das wird sich heute ändern, denn ich bin jetzt eben auf dem Weg und hoffe, dass alles gut wird. Wenigen Kilometer habe ich gerade hinter mich gebracht und es sieht ganz nett aus hier eigentlich, wenn ich mir den Ozean so anschaue. Schaut mal hier, gar nicht so verkehrt. Ja, und ich glaube, ich laufe gerade das erste Mal auf diesen bekannten Laufstegen, wie ihr gerade hinter mir seht. Mal schauen, wie lange das wirklich so weitergeht, aber für mich geht es ja morgen auch schon ins Landesinnere. Das bedeutet, das Meer werde ich dann eine ganze Weile nicht mehr sehen, was aber auch nicht schlimm ist. Ja, ich habe wahrscheinlich noch so 12, 15 Kilometer, dann bin ich eigentlich auch schon da, wo ich heute hin wollte. Das ist ein ganz bekannter Pilgertreffpunkt und ich freue mich schon drauf, vielleicht den einen oder anderen auch kennenzulernen. Mal sehen, was es da so gibt. Jetzt sind es nur noch 3 Kilometer und so langsam wird es auch richtig warm. Jetzt haben wir schon ungefähr 25 Grad. Ja, und die Sonne, die scheint hier ganz schön auf mich hinab. Es macht auch richtig Spaß, wie gesagt, heute. Gutes Wetter, alles schön. Heute. Mega gut. Hat fast einen kleinen Fehler gemacht und wäre falsch gelaufen. Aber da kam so ein LKW-Fahrer, der auch schon ein paar Mal in den Camino gelaufen ist und sagte, ey, du bist falsch hier. Natürlich auf Portugiesisch, aber ich glaube, ich habe verstanden, was er meinte. Jetzt hat er mich ein paar Meter mitgenommen und ich stehe hier auf einer Brücke und habe auch gerade den ersten gelben Pfeil des Tages gesehen. Also jetzt bin ich wieder richtig, nach 2 Stunden. Mega gut. Übrigens sehr schön hier, wie ihr vielleicht im Hintergrund ein bisschen sehen könnt. Nicht so ganz verkehrt. Ich bin heute richtig eingemummelt, habe mich gestern ordentlich verbrannt. Der ganze Nacken ist im Arsch. Deshalb heute mal ein bisschen vorsichtiger. Also bis dann. Tschüss, tschüss. LKW kommen und weg.
So, knapp 3 Kilometer. Dann habe ich die heutige Tagestour auch geschafft und so langsam komme ich in den ersten Wald mal wieder rein. Das erste Wäldchen, glaube ich, eher. Aber es sieht genauso aus, wie ich es aus Galizien eigentlich kenne hier. Schaut mal hier. Das habe ich doch schon mal gesehen. Ich bin in Rates. Und guck mal, was ich hier Geiles gefunden habe. Da freut sich jeder Pilger drüber bei Sonnstein. Ja, ich bin da. Jetzt suche ich mir die Herberge und schau mal, dass ich mal eine Dusche kriege, weil durch diesen Dress hier heute habe ich natürlich 44 Liter weggeschwitzt. Das muss, glaube ich, auch erstmal säubern wieder alles. Gut, so ist das eben, ne? War trotzdem mal nötig, bevor ich hier komplett rot rausrenne, wie so ein Lobster. Das wäre auch nicht gut, ehrlich gesagt. Also ab in die Herberge, duschen, Wäsche waschen und Hunger habe ich auch, ehrlich gesagt. Und dann schauen wir mal, dass ich irgendwo noch einen Cerveza kriege. Tja, das ist immer wieder schade zu sehen. Hier rennt ein Hund rum. Offensichtlich durstig. Ja, ich habe ihm gerade meinen letzten Rest gegeben, aber das reicht dem Jungen nicht. Das sehe ich so schon. Ich hoffe, dass gleich noch ein paar Pilger vorbeikommen, die dir auch was geben, Jungen. Aber ein toller Hund. Gefällt mir eigentlich gut. Ja, bleib lieber im Schatten. Just walk on. Hello. Fuck, it's not working. Oh. Ich habe noch nie einen Kiwi-Strauch gesehen. Das sieht doch gut aus. Tag 4 neigt sich so langsam tatsächlich dem Ende entgegen. Ist ziemlich heiß heute. Fast 30 Grad. Das erste Mal wieder ein bisschen anstrengendere Temperaturen. Aber alles machbar. So, was ich gefunden habe. Hier ist er endlich, mein Pilgerstab. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber fürs Erste ist der eine Unterstützung. Nur ein bisschen zu schwer. Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Barcelos und befinde mich auch schon kurz vor Barcelinhos, also dem kleinen Bruder wahrscheinlich von Barcelos. Ich habe gerade auch die Bestätigung der Reservierung der Herberge erhalten. Heute Nacht habe ich also wieder ein Dach über dem Kopf und das ist auch gut so wahrscheinlich. Ja, weit ist es nicht mehr. So langsam ist es aber auch ein bisschen anstrengend mit dieser doppelten Beschichtung, mit der ich hier rumlaufe. Aber nützt nichts bei Sonnenbrand, sonst wird alles schlimmer. Und naja, abbrechen wollen wir ja nicht, ne? Deswegen einfach heute noch ein bisschen schützen, dann geht es auch morgen wieder besser.
Also manche Ecken sind wirklich einfach nur traumhaft schön. Kann man nicht anders sagen. This guy is incredible. He reached us here. Took another way. Oh no, he's here. Teerarbeit. Geil. Ich glaube, dass auf dem Schild Casa Fernanda steht und dort der Eingang ist zur Herberge. Mann, Mann, Mann. Das finde ich nicht so schlecht. Eine Weintraube. Auch nicht übel. Noch nicht ganz reif. Dann schauen wir doch mal, wo es hier so lang geht. Hervorragend. Casa Fernanda. Cheers. It's the perfect Alberga. It's really like heaven. You must go here if you ever go to Camino Central. Do it. Come here. Und genau das ist mein Schlafplatz für heute. In dieser wirklich wunderbaren Herberge mit Einzelbetten. Und das heißt schon was, weil das hat man sonst eben nicht so häufig. Und jetzt zeige ich euch noch was. So ein Bad, das wünsche ich mir jeden Tag. Einfach fantastisch. Schönen guten Morgen. Ein neuer Tag bricht an. Eine neue Herausforderung steht bevor. Ja, und nach dem großartigen Abend gestern bin ich auch gut gestärkt, würde ich sagen. So viel Wein und Portwein und es gab schon wieder diesen weißen Schnaps. Den hatte ich letztes Jahr schon mal. Der zieht dir die Hosen aus. Ja, war gut. Sehr guten Abend verbracht gestern. Tolle Leute. Einfach eine fantastische Herberge. Sowas habe ich noch nie gesehen. Großartig einfach nur. Ja, für mich geht es heute, glaube ich, auf den höchsten Punkt des portugiesischen Jakobsweges. Nachher ein paar hundert Meter Steigung, aber erst im letzten Drittel meiner Etappe. Ich habe heute ein bisschen über 30 Kilometer vor mir. Wenn ich schaffe, wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Mal sehen, und dann vielleicht treffe ich ja einige der Leute wieder, die ich schon vor einigen Tagen schon kennengelernt habe. Mal sehen, die sind nämlich alle etwas vor mir. Aber mal schauen, wie es wird. Ich bin guter Dinge. Mir geht es auch richtig gut heute. Muss der Portwein gewesen sein. Ja, auf zu neuen Taten, würde ich sagen. Nee. Meh.
Ja, ich habe da so die Vermutung, ich glaube, das ist unser Berg für heute. Irgendwo da hinten liegt Ponte de Lima und danach geht es nur noch bergauf. Und wenn ich das hinter mir habe, dann geht das Ganze natürlich auch wieder bergab. Aber soweit ist es noch nicht. Ich brauche noch Stunde 40, Stunde 50 bis Ponte de Lima und danach mache ich mir Sorgen um den Berg. Das heißt Sorgen. Eher Gedanken, keine Sorgen. Sorgen habe ich nämlich nicht. Ja, die kleinen Dinge im Leben, die sind... Ich mag ja diese Oasen des Glücks. Großartig. Hier geht's weiter. Dingenskirchen. Egal, ich muss weiter. Immer weiter, immer fort. Guckt euch das an. Das ist meine Allee. Ha? So muss das aussehen, ohne Witz. Was brauchen wir in Köln? Oh, so ein Ding. Genau so. Jetzt muss ich langsam schauen, wo ich Urps hinlaufe. So ist das halt. Ich freue mich schon, wenn ich oben bin. Der Ausblick, der ist es immer. Das wird gut. Hier ist die 25%. Hier sind wir immer wo hart, wa? Aha, lecker. Mega lecker. Ja, hier ist nichts mehr mit Fahrradfahren. Hier wird geschoben. Und gerade wurde auch schon getragen. Ja. Das ist eben nicht mehr so einfach. Geschafft, bin oben. War gar nicht so schlimm. War nur ein bisschen geschwitzt, aber das ist eigentlich immer so. Und hier ist auch Wasser gewesen. Jetzt wird alles gut. Puh. Ja, und danach fühlt man sich meistens auch wirklich stark und wirklich gut. Ja. Zigarettenpause. Und danach geht das Ganze wieder runter. Das tut dann weh. Irgendwie muss man hier wegkommen, ne? How lovely. Mega gut. Ich bin ganz schön geschafft, aber keine Ahnung. Ich glaube, es sind noch wenige Kilometer. Und dann muss ich noch eine Herberge suchen oder irgendwie sowas. Und dann hätte ich auch gerne mal sowas wie ein Mittagessen und ein Abendessen in einem. Ja. Das wäre doch schön. Und ein Bierchen. Und dann werde ich heute wahrscheinlich so gut schlafen wie seit Monaten nicht mehr. So ist das eben. Mir gefällt mir gut hier in Portugal, muss ich ja sagen. Aber ich glaube, morgen werde ich dieses Land auch schon wieder verlassen. Dann sind wir nämlich schon fast wieder in Spanien. Ja, aber daran möchte ich jetzt noch nicht denken. Heute ist heute und morgen ist morgen. Und was morgen passiert, das sehen wir dann auch morgen. So ist es und nicht anders. Moin Moin, heute ist es soweit. Heute verlasse ich Portugal und heute betrete ich Spanien. Gestern war sehr anstrengend, 35 Kilometer mit dem wirklich sehr steilen Anstieg. Hinten raus nochmal im letzten Drittel. Aber alle haben es geschafft. Mein Körper fühlt sich wieder halbwegs frisch. Heute Morgen ging der Motor ein bisschen sperrig, sprang er an, aber mittlerweile bin ich eigentlich frisch. So, und jetzt habe ich hier gerade so einen schönen Ausblick. Sieht man so richtig schön die Landschaft hinter mir. Yay. Nicht so schlecht, nicht so schlecht. Hier kann man richtig schön ins Tal glotzen. Ja, und ich glaube, irgendwo da hinten
so wird es auch die Richtung für heute sein, schätze ich mal. Ja, weiter geht's. Immer vorwärts. Ist ein bisschen schade, dass man den Ausblick gerade nicht von ganz oben hatte, nämlich gerade viel höher. Ich gehe jetzt gerade 20 Minuten schon recht steil bergab. Und kann man nicht ändern. So, noch 5 Kilometer ungefähr bis zur Grenze zwischen Spanien und Portugal. Ja, und ich habe gerade was ganz Tolles, beziehungsweise eine ganz tolle Herberge entdeckt. Da bleibe ich zwar heute nicht, aber die war deutschsprachig geführt. Da war irgendwie eine deutsche Frau, die da mit ihrer neuen Familie, also mit ihrer Familie in Portugal sich eine Existenz aufgebaut hat und jetzt irgendwie seit einem Jahr da eine Herberge hat. Ach, das war wirklich schön da. Hat wirklich Spaß gemacht. Aber jetzt geht es weiter nach vorne, Richtung Spanien. Und ich freue mich auch ehrlich gesagt schon auf meine erste Tortilla. Ja, was habe ich das nicht vermisst, du? Da ist das vielleicht geil. Ja, und jetzt konzentriere ich mich wieder aufs Laufen, denn dafür bin ich ja eigentlich hier. Und das ist das Wichtigste. Und genießen nicht vergessen natürlich. Upsala. So, die letzten Minuten in Portugal brechen so langsam an, denn ich befinde mich ziemlich genau an der Grenze. Man sieht es vielleicht im Hintergrund, da hinten ist der Fluss hinter den Bäumen. Und dieser alten Festungsanlage der Portugiesen, die sie hier aufgebaut haben, wirklich schön. Ja, und jetzt geht es gleich über die Brücke, über den Fluss hinweg nach Spanien. Ich freue mich auf das erste Cerveza. Aber die Cervezas waren auch alle gut. Also nichts zu meckern, ehrlich gesagt. Ganz einfacher Trip bis hierhin. Am Anfang ein bisschen steil, ein bisschen runter. Es ging recht viel runter auch. Ich merke auch meine Knie und meine Arschhaut ein bisschen, aber alles nicht so wild. Gibt Schlimmeres. Und das war es eigentlich auch schon. Das Wetter ist schöner geworden. War vorhin echt total bewölkt aus und gar nicht schön. Und mittlerweile lacht die Sonne doch. Das ist doch schön, würde ich sagen. Ja, auf zu neuen Taten. Auf nach Spanien. Ich denke, es ist Zeit zu sagen, time to say goodbye. Adeus Portugal. Bienvenido a España. Ja. Mal schauen, was hier so gibt. Als hätte ich schon mal gesehen. Geschmeckt und sowas in der Art. Freue mich. Hälfte des Weges ist um, vielleicht sogar etwas mehr. Und bis jetzt bin ich beschwerdenfrei. Kann weitergehen so, ja kein Thema, alles easy. Ja, dann glaube ich, muss ich mir die Tage öfters mal eine Super Gallego gönnen. Und natürlich eine Tortilla. Ah, was habe ich das vermisst? Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Aber ist geil, ist einfach geil. Ja. Und Estrella Galicia. Nicht so schlecht. Ja, jetzt geht es für mich erstmal Richtung Tui-Zentrum und da werde ich mir irgendeine Herberge suchen. Mal schauen, was es so gibt. Gibt genug hier, irgendwas finde ich schon. Imagine me I in know. the streets of Brussels with a bag. Oh no. Kleines Picknick am Abend. Ist immer gut. Okay, you got a drink. Pass it. Remember, 3 seconds. Yeah, no please. sex, man. That are the Italians, you know. Just won the European Masters. Scheiße. Portuguese girl! I don't drink alcohol. I don't drink alcohol. That's José. I know Just him. water. Just water. José. Not me, not mine. Yeah. He's always drinking water all No, day. just water. No. Drink water. Like him. He's always drinking Hi. water.
Yeah? Only water. Oh, water! Okay, we're good. Wir verkippen hier gerade alle Bier und das ist echt schade. Echt schade. Guten Morgen, auf geht's in den nächsten Tag. Ich freue mich richtig. Ich habe keinen Kaffee gekriegt, bin müde, fertig und so richtig motiviert. Das wird bestimmt richtig gut heute. Naja, mal sehen, was es so gibt. Irgendwie kommt die Motivation bestimmt und wenn nicht, ist auch egal. Muss ja trotzdem vorwärts gehen. Erste Pause heute, nettes kleines Café, super voll hier. Gibt's überhaupt nicht. Hier ist richtig Tourismus. Guckt euch das an, das ist der Überhammer. Der ganze Laden ist auch voll, man braucht fast eine halbe Stunde, um hier einen Kaffee zu kriegen, weil so viele Leute hier immer wieder rein und raus rennen. Es ist echt unglaublich, wie viele Leute hier gerade gestartet sind und mit ihren Daypacks unterwegs sind. Richtig lustig, aber gut. Machst du nichts, guckst du nur. Für mich geht's gleich weiter. Ich bin auch richtig müde und kaputt heute. Motivation hält sich stark in Grenzen, aber weiter, immer weiter. Ja, so ist es. So sehen sie übrigens aus, die Steine, die Wegweiser. Zumindest in Galicien. Ja, geht für mich einfach weiter. Richtig fit bin ich immer noch nicht, aber so langsam kommen die ersten Kräfte zurück und ich glaube, wird schon erfolgreich klappen heute. Also, auf. Yeah, 9. And how do you say my name is? Herzlich willkommen in Galicien. So sieht's aus hier. Überall Regen, ne? Die Hügel, die Berge. Und, was man nicht vergessen darf, 1906. Great Beer. Ist wirklich ein gutes Bier, mag ich sehr gerne. Trinke ich total gerne, habe ich letztes Jahr schon gerne getrunken. Kostet eine Mark mehr als Estrella Galicia, aber ist gut, macht Spaß. Ja, so sieht das hier eben aus, ne? Hügel, Landschaft, läuft gut. Haben richtig viel Spaß heute Abend wieder. Endlich hier, die Gruppe hat sich wieder getroffen und wurde sogar erweitert durch 2 Personen. Ist gut. Prost nach Hause, Prost nach Deutschland und auf ein paar weitere schöne Tage in Galicien. Ein bisschen Pulpo gibt es noch, hoffe ich. Da freue ich mich schon drauf. I'm never gonna arrive at Porto and then I arrive at Porto and I'm like, that's right. In Galicien hat uns recht herzlich willkommen geheißen und auch mit dem richtigen Wetter. Ne? Hört so langsam auf zu regnen, hat aber bis gerade die ganze Zeit geregnet und ich denke mal, meine vorhin frisch gewaschene Wäsche dürfte jetzt dann auch ordentlich durchgeseicht sein und dürfte auf gar keinen Fall mehr trocknen bis morgen. Ist aber auch egal, habe extra wenig gewaschen, also so wenig wie geht eigentlich, nur das Allernötigste. Ja. Bergab, yeah, da komme ich gerade her. Ist in Wirklichkeit viel steiler, als es aussieht, aber das musste ich nicht vermeiden. Und wie es aussieht, geht es weiter bergab.
Ich finde bergauf ja geil und bergab scheiße. Müsst ihr ja meinen, es sei andersrum. Ist es aber nicht, weil bergab tut einfach nur weh. Muss ich auch ein bisschen gucken. Wenigstens gibt es hier gerade keine Kiesel, keine Steine und so weiter. Also man kann wenigstens nicht wegrutschen. Das ist ja schon mal was. Wow. 30-40%. Ups. Geht richtig runter. Mega cool. So muss doch mal Lunch aussehen. Das ist doch was ganz Feines. Und wenn wir uns das jetzt mal genauer angucken, für den Preis wirklich ganz hervorragend. Juhu! Das mag ich so sehr an diesem Land. Und das hier links, das Toastdingen hier, das gibt's dazu, weil ich mir gerade ein Bier bestellt habe. Das gibt's also, es kostet nichts. Mega gut. Da ist das Meer. Ja, ich bin heute nur eine recht kurze Etappe gelaufen und das hat auch einen ganz guten Grund. Erstens, weil ich nicht so richtig Lust hatte zu laufen. Der Hauptgrund. Und außerdem befinden wir uns gerade recht nah am Atlantik, wenige Meter nur davon entfernt. Und das bedeutet, ich mache mich gerade von der Herberge, wo ich heute Abend schlafen werde, mache ich mich gerade auf den Weg Richtung Ozean. Und dann schauen wir mal, ob wir da auch vielleicht mal die Füße ins Wasser stecken können. Mal sehen. Ja, das ist der Grund, warum ich heute nur 17 Kilometer gelaufen bin. Ich bin gerade in Arcade oder so ähnlich. Ja, ist eigentlich ganz schön. Mega gut hier. So lässt sich das aushalten, sage ich euch. Ein neuer Tag beginnt. Ja, mir geht's gut. Auf geht's. Hab aber längst die erste Blase. Das ist natürlich nicht ganz so schön, aber an der Stelle, wo sie ist, werde ich mit leben können. Das ist unterm großen C und das ist ganz gut. Soweit von mir behandelt worden. Gar kein Thema, alles wird schön. Das wird mich nicht daran hindern, weiterzulaufen. Und zwar so wie immer eigentlich. Schöne enge Gasse wie üblich. Deshalb mochte ich Portugal so gerne und das haben wir in Spanien an der einen oder anderen Stelle auch. Ja,
So, und jetzt mache ich mich auch wieder auf den Weg. Los geht's ins Abenteuer. Oh, du wunderschönes Galizien. Ja, hab's geschafft. Bin in Pontevedra. Eine recht alte Stadt muss es wohl sein. Obwohl ich die Altstadt noch nicht erreicht habe. Aber allein aufgrund der Größe dieser Stadt ist das auch noch nicht verwunderlich. Das zieht sich nämlich ganz schön. Ich laufe auch gerade in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe die anderen irgendwie verpasst. Die sitzen schon in der Bar wieder. Und natürlich, ich bin da vorbeigelaufen oder beziehungsweise einen anderen Weg gelaufen. Ich bin die Hauptstraße gelaufen. So ist das halt eben. Und jetzt laufe ich einfach in deren Richtung. Das sind ja nur 500 Meter. Dann geht das ja noch. Dafür kann man schon mal einen extra Weg machen. Dann gibt es da erstmal lecker Bierchen und eine Tortilla. Wie jeden Tag, weil es lecker ist und geil ist. Ja, was ich so heute noch mache, weiß ich auch nicht genau. Irgendwie gehe ich nachher noch weiter, aber gerade sind wir erstmal ein bisschen auf kleiner Sightseeing-Tour, sage ich mal. Einfach mal einmal quer durch die Stadt. Schauen wir mal, was man hier noch so finden kann. Ja, und dann muss ich heute mal schauen, dass ich noch irgendwo unterkomme, irgendwo ein Bett kriege. Das könnte heute wirklich problematisch werden. Vielleicht kaufe ich mir noch eine Matte, so eine Isomatte oder sowas in der Art, weil das habe ich nämlich noch nicht. Dass ich wenigstens was habe, wo ich mich drauf hinlegen kann zur Not. Na, mal sehen. Da wird sich schon was ergeben, denke ich. Irgendwas geht immer. Irgendwie muss man positiv bleiben, dann wird das auch. Und bislang bin ich damit sehr gut gefahren. Und das werde ich auch weiterhin so machen. Einfach gucken, was es gibt, was passiert. Und dann wird alles gut. So ist es. Ich habe gerade das kleine und recht wenig spektakuläre Örtchen San Miguel durchquert. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch aussieht, aber ich nehme mal an, das ist ein Zeichen für heute Abend. San Miguel also. Oh, du schönes Galizien. So kenne ich dich, mit ganz viel Regen. Mann, ist das schön hier. Naja, ich habe ja noch ein paar Tage hier und lass mich noch ein paar Mal vollregnen, das wird geil. Aber hier fühlt sich das irgendwie richtig an und nicht so irgendwie, anders. Eben halt richtig. Überall Nebel. Hallo Galizien. Gestern Regen, heute Nebel. Das ist ja klar. Vor 5 Minuten war noch alles gut und jetzt tröppelt der Tier überall herum. Ist auch überall super neblig, man kann gar nicht wirklich weit gucken. Aber trotzdem schön. Das ist der vorletzte Tag für mich auf dem Camino Portugues. Und dann bin ich auch schon in Santiago. Zumindest wenn meine dicke, fette Blase das zulässt. Weil ich habe genau an derselben Stelle eine Blase wie letztes Jahr auf dem Frances. Und übel. Ich hasse es. Da ist irgendwas nicht in Ordnung mit dem kleinen Scheiß-C, ehrlich gesagt. Na egal. Die letzten 40 Kilometer werde ich schon irgendwie hinkriegen, wenn ich dabei krabbeln muss. Das geht.
kurze Zigarette und dann habe ich gerade schon mal meine Regenjacke ausgepackt und das Cover für meinen Rucksack. Das darf dann dieses Jahr doch endlich auch nochmal zum Einsatz kommen. Das ist ja großartig. Kaum zu glauben. Hätte ich nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber so ist das. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Hallo. Hallo. Und weiter geht's. Nach einer kurzen Pause. Ja. Und einem leckeren Kaffee natürlich. Doch die ja nicht vergessen. Ich gerade meine Füße ein bisschen anders verbunden, als ich letztes Jahr gemacht habe und hoffe jetzt einfach darauf, dass es besser ist. Besser läuft und ja, es tut recht weh. Ich kann es aber nicht ändern. Irgendwie muss ja weitergehen. Ich bin aber trotzdem zuversichtlich, dass alles gut wird, alles gut bleibt. Warum auch nicht? Es wird schon. Ja, ich laufe wieder durch die typischen galizischen Wälder. Es ist einfach großartig grün. Ja, sowas gibt es in Köln nicht. Naja, da muss man schon nach Galizien fahren, fliegen. Wie auch immer. Man kann natürlich auch zu Fuß hingehen, wenn man ganz viel Zeit hat. Und Geld. Ja, ich genieße hier noch ein bisschen. Bin in 1,5-2 Stunden schon am Ziel für heute. Und dann suche ich mir eine nette Herberge und muss erstmal alle meine Wäsche waschen. Alles. Ist einfach alles dreckig, nass und ja, nass vor allen Dingen. Und richtig geschwitzt von gestern. Gestern bin ich zu spät angekommen, um noch zu waschen. Das muss man immer ein bisschen kalkulieren. Wenn man zu spät ankommt, dann wird die Wäsche bis zum nächsten Tag eben nicht mehr trocken. Und das bedeutet, dass man nicht nur mehr Gewicht hat durch die nasse Wäsche, sondern sie ist halt eben auch nass im Rucksack und das riecht dann ganz übel irgendwann. Und das sollte man möglichst vermeiden. Man kann ein paar Teile draußen an den Rucksack hängen, aber nicht alles. Und dann kann es auch sein, dass was runterfällt und man das nicht merkt und dann ist es weg. Also, ab in die Herberge, Wäsche waschen. Und dann mache ich, glaube ich, nachher mal wieder einen Powernap, den hatte ich auch schon ein paar Tage nicht mehr. So. Klingt doch nach einem Plan, denke ich. Solche Seiten gibt es auch in Galizien. Einmal eben nicht ganz so schön. Hässlich und dreckig und wahrscheinlich super umweltschädlich. Irgendwie sowas. Buen camino! Tja, da ist die Wiedersehensfreude doch groß. Ja, wir haben uns gerade das erste Mal wieder getroffen seit gestern Abend. Und viele von uns hatten eine Scheißnacht oder einen langen Weg. Und jetzt gibt es gleich ein paar Bierchen und was zu essen. Und zwar hier direkt am Fluss. Und das wird uns, glaube ich, nochmal richtig Spaß machen, denke ich. Gut verpackt ist halb gewonnen. Diesmal ist alles gut gegangen. Ich glaube, der Blase darunter geht es diesmal etwas besser. Aber so ganz genau weiß ich es auch noch nicht. Also, naja, auf jeden Fall habe ich diesmal kein Blasenpflaster benutzt. Das ist schon mal nicht ganz so verkehrt, glaube ich. Diese Blasenpflaster kann man wirklich nur an der Stelle benutzen, die auch gerade ist und irgendwie, ja, wo dann wirklich kein... Hier ist aber blöd jetzt. Ich glaube, ich ziehe es einfach ab. Ja. Ja. Ist ein dickes Ding. Das war aber heute Morgen auch schon so und gestern Abend auch schon so. Also hat sich nicht verbessert, hat sich nicht verschlimmert. Ja doch, eigentlich schon. Es wird immer dicker und breiter. Alter, ist das jetzt ein Uschi? Ja doch. You can't run away from me. I catch you. Do you like the crisps, the chips? Ja,
Wait. Она не пришла, я даже не стал диск. Wow. Those ones are good. Don't get me wrong. Let's go with guacamole. You guys can make guacamole. So, ich verlasse gerade die kleine Stadt Padrón und mache mich auf den Weg auf die letzten 25 Kilometer nach Santiago. Ja, ich bin ganz begeistert. Ich habe meine Blase gut verpackt und es scheint gerade aktuell ganz gut zu funktionieren so. Das finde ich wirklich gut. Das finde ich wirklich gut. Auf geht's, ab nach Santiago. 5 Stunden, 6 Stunden bin ich da. Wir haben jetzt 20 nach 7. Ich denke, dass ich gegen 1 Uhr da eintreffen werde. Je nachdem, ob ich Pausen brauche, wie lange die sein müssen. Hängt alles ein bisschen von den Füßen ab. Ja, und von meiner sonstigen körperlichen Konstitution, wie es mir so geht halt eben. Ja, weiter geht's. Das Ziel ist nah, zumindest das erste Zwischenziel für mich. Miet. Miau. Miau. Ja, wir erreichen jetzt so gerade eben die ersten Straßenzüge von Santiago. Und das heißt, dass wir fast da sind. Es sind nur noch wenige Kilometer. 3 irgendwas, irgendwie sowas. Das heißt jetzt noch 3 Kilometer durch die Stadt Richtung Zentrum. Ja, und dann sind wir auch schon an der Kathedrale. War ein schmerzhafter Tag heute für mich, hat alles wehgetan. Viele Pausen gemacht. War nicht so schön. Aber irgendwie habe ich es geschafft, hier bis hierhin, und die letzten 3 Kilometer schaffe ich auch noch. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Pause mit dem Laufen. Dann gucke ich mal, ob ich morgen weiterlaufe, morgen Nachmittag oder so erst, oder morgen Mittag erst. Das weiß ich jetzt alles noch nicht. Das kommt später. Ja, auf die letzten 3 Kilometer, dann zur Kathedrale und dann hole ich euch mal ein Bierchen raus. Eins habe ich noch im Rucksack.